liebe Leute, da sind wir wieder. Bei mir gab es gerade noch eine Kleinigkeit zu futtern, aber jetzt ansonsten bin ich immer noch direkt in derselben Aufnahme. Und, okay, wir sind in etwas, was wie ein Theater ausschaut. Ja, wir sind definitiv in einem Theater. Oh, ich würde so gerne mal wieder ins Theater gehen. Wow! Okay, fuck. Ach, das ist ja... Hieran hat sich das Cover des Spiels orientiert, fällt mir gerade auf. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze, bitte. In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Die Musik ist definitiv darauf ausgelegt, Unbehagen zu schaffen. Das erreicht sie definitiv auch. Ich weiß, das war gerade ein bisschen zu viel, definitiv. Gut, bleibt genau so. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Hallo? Sie ist glücklich. Hallo, ist das alles? Das ist kein Gespräch. Doch, das ist ein Gespräch. Du musst ein Gespräch mit ihr führen, ein Mensch sein. Versuch es noch einmal. Ich habe gerade total Angst. Nein, 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 das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns herum. Sprich jetzt wieder mit ihr. Alter, ist das krank. Alles ist saumäßig unsympathisch. Nehmen wir das, was am wenigsten unsympathisch ist. Du vergeigst es wieder total. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Okay. Kann ich da runter? Nee, kann ich natürlich nicht. Ach, zurück in die Richtung. Ich muss sagen, diese Puppen erinnern mich an die ersten Folgen, beziehungsweise die erste Folge von Doctor Who. Mit den Schaufensterpuppen. Mein Gott, das war so lustig, weil es so alt und so schlecht gemacht ist. Okay. Ich habe Angst. Das ist kein verdammtes Horrorspiel. Was soll das? Oh. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. Alter. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Ich hab mal kurz ein bisschen panisch hinter mich geguckt. Keine leichte Kost. Möbiusflug. Um dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicken, um das Spiel zu beginnen. Was zur Hölle? Blind, blind. Hilfe, ich bin blind. Ich kann nicht sehen. Was ist hier los? Ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht warum. Mir ist das auch passiert. Da war eine riesige Tür und dann wurde mir schwarz vor Augen. Du kannst auch nichts sehen. Oh. Macht uns das jetzt kaputt? Die Tür da?
Ach. Scheinbar... You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Okay. Forscher? Nein. Wir stürzen ab. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh. Hä? Ich habe keine Ahnung. Also wenn man vielleicht einfach mal durch die rechte Tür durchgehen. Ah, es war schon einfach zu spät. Okay, okay, okay. Da ist die Laterne. Hä? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall da rechts oder links durch. Und dann auf dieser Ebene hier kann man vielleicht irgendwas machen, weil die Laterne... Der einzige Ausweg ist, mit jemandem zu sprechen, der ehrlich ist. Ich kann nicht mehr. Genau so, das ist wahr. Ja, das war definitiv ehrlich. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Erleben wir da gerade die Geschichte eines Depressiven? Ich habe keine Ideen mehr. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin allein. Oh. Und wieder muss man erstmal der Beschissenheit der Dinge ins Auge sehen, bevor einem gesagt wird, dass alles gut wird. Oh, After this voll game, it's traurig. almost 6 months before he finishes something new. Es wird immer länger, die Abstände werden immer länger, die er braucht, um die Spiele zu machen. Und eben, er hat gerade gesagt, falls es jemand nicht verstanden hat, die Spiele werden immer verzweifelter. Das ist ein wichtiges Detail. Ja, das war meine Hand. Autsch. Solange der Erzähler nicht spricht, kann ich ja mal selber ein bisschen vorlesen. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Ach, mit jedem Satz, den wir sagen, kommen wir scheinbar eine Stufe weiter zur nächsten Insel. Oh nein, was ist los? Hat sich was geändert? Ich suche nach diesem Motor, der mich einmal geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Was? Nein. Du musst mich hinbringen. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle,
frustration, anxiety, depression, even. And yet still he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Ich hoffe, ihr versteht alle den Erzähler, der sich gerade wundert, woher sein Freund die Kraft nimmt. From my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Jetzt musst du die erste Tür schließen. 1. Jetzt drücke einfach diesen Schalter hier. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ich habe gerade Gänsehaut. Das ist ziemlich bedrückend. Das Schluchzen im Hintergrund, dieses Verzerrte, ist auch total böse. Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass es einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren und dass du es immer liebst. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. Oh I was ja. watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Wir kennen alles, was hier an den Wänden steht, und dennoch ist es nochmal was anderes, es hier aufgereiht zu sehen. Sätze wie, welche Opfer musstest du bringen? Und ja, ich war im Fluchtlehrgang. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so lost. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Das ist die Frau, die wir schluchzen hören die ganze Zeit. Oh, ist das böse. Ich habe But echt it didn't grad... stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Oh nein, ich will nicht mehr weiterspielen, es wird immer schlimmer. Es ist unglaublich deprimierend.
Auch wenn das Level gerade eigentlich ja gezeigt hat, dass es sinnvoll ist, einfach Hoffnung zu haben und sich immer wieder gut zuzureden und dass das Ängste und alles bewältigen kann, aber das war trotzdem unglaublich runterziehend. Schön zu sehen, dass Sie gut angekommen sind. Wir haben die Maschine gefasst. Sie wartet nun auf Sie. Sie können mit dem Verhör beginnen, wann immer Sie möchten. Die Maschine nennt sich Coda. Okay. Das ist creepy mal wieder. Presse, gnädige Frau, was werden Sie mit ihr tun? Was ist die Maschine? Werden Sie uns die Maschine zeigen? Wo ist die Maschine jetzt? Was wird mit der Maschine geschehen? Okay. Wenn ich heute Nacht Albträume bekomme, es wundert mich überhaupt nicht. Es wundert mich nicht im geringsten. And of course, it's the machine. Und die Maschine, stand die nicht für seine Kreativität? Du hast angehalten. Okay, wir fordern die Maschine erst auf, sich selbst zu entschuldigen. Und jetzt tun wir es einfach in ihrem Namen. Geht das denn einfach so? Meine Freunde, ich habe leider schlechte Nachrichten. Die Maschine wird sich nicht bei uns entschuldigen. Doch das spielt keine Rolle. Wir sind stärker, als sie meint. Lasst uns zeigen, dass wir keine Versager sind. Das ist schwierig. Die Maschine zerstören oder alles zerstören, was die Maschine geschaffen hat. Ich würde eher die Maschine an sich zerstören. Weil das, was geschaffen wurde, wenn es auch wahrscheinlich nur die Spiele sind, die können ja nichts dafür. Also eigentlich würde ich gar nichts davon zerstören, aber wenn wir wählen müssen... Okay. Wow. Oh, ist das creepy, Alter. Ich glaube echt, ich bin ein psychotisches Nervenbündel, wenn ich das Spiel hier beendet habe. Bestimmt müssen wir uns jetzt gleich selber erschießen oder sowas Krankes. Remember, you can click to fire the gun. Aber das ist doch nicht die Maschine. Ich wollte doch die Maschine töten und nicht die Arbeit der Maschine. Oh, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Ich habe Angst, dass der Freund Selbstmord begangen hat. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation.
And so, as I'm thinking ist this, das krank. I realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for it? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Ich will nicht alles kaputt machen. Es ist so traurig. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Und wir nähern uns jetzt ganz langsam der Maschine. Runter mit der Waffe. Er zieht sie stattdessen. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Das nimmt kein gutes Ende. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Wir können uns denken, was passiert ist, denn der Mann war noch nicht sonderlich alt und er hat kein Spiel mehr gemacht. Er wirkt äußerst verzweifelt, unzufrieden und neurotisch.